Danke, Gary. Du hörst Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennenlernen möchte, für alles, was für die Errettung und für ein Leben, das ihm gefällt, wesentlich ist, in Gottes Wort nachzuschlagen. In diesem ersten Abschnitt unseres Programms sind wir in der zweiten Woche einer neuen Reihe, in der wir Dave Hunts Buch behandeln, Auf der Suche nach Gott und ihn finden. Nun, es ist kaum ein imposantes Buch von etwa 150 Seiten, aber sein Inhalt verändert das Leben. Dave, letzte Woche hast du unserem Publikum so etwas wie einen Überblick darüber gegeben, worum es in dem Buch geht und warum du es geschrieben hast. Aber würdest du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern noch einmal sagen, warum du das Buch geschrieben hast? Nun, Tom, ich habe vom Herrn das Vorrecht bekommen, viele Menschen persönlich zu treffen. Viele von ihnen in Flugzeugen. Und der Herr führt mich erstaunlicherweise zu Menschen, die, im Allgemeinen, nicht immer, wenn sie nicht interessiert sind, macht das die anderen umso erstaunlicher. Aber im Allgemeinen zu denen, die suchen, wirklich suchen und nachdenken. Und so habe ich die Gelegenheit, ihnen das Evangelium zu präsentieren, mit ihnen zu argumentieren, wie wir es tun sollen, ihnen einen Grund zu geben und denen, die, wenn es Zeit ist, sich zu trennen, echtes Interesse zeigen. Ich meine, sie haben Interesse gezeigt. Aber wenn das anhält und ich sie frage, ich schicke ihnen nicht einfach irgendetwas. Ich sage nicht, gib mir deine Adresse und ich schicke dir etwas. Nein, ich sage, eines meiner Bücher heißt Auf der Suche nach Gott und ihn finden. Wäre das für dich interessant? Sehr oft sagen sie, oh ja, ja. Nun, ich schicke es dir gern. Okay, hier ist meine Adresse. Also habe ich es wirklich geschrieben, weil ich nichts kannte, was eine passende Nacharbeit wäre. Wir haben so etwas. The Reason Why zum Beispiel. Ein Traktat, das vor 100 Jahren geschrieben wurde. Schätze ich. Wir haben vieles aus der Vergangenheit, aber ich kenne nichts, was wirklich die Art und Weise aufgreift, wie Menschen heute denken. Also habe ich das geschrieben. Hoffentlich führt es Menschen zu Christus. Aber es wäre auch ein Werkzeug für euch da draußen, die ihr uns zuhört. Ich würde empfehlen, dass ihr es liest. Jeder Christ sollte es lesen. Es gibt euch einige Ideen, wie man mit Menschen argumentieren kann. Und ich denke, es wäre sehr hilfreich für euch, es anderen zu geben, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und wenn sie zumindest, Dave, diejenigen, die es genießen, Search the Scriptures Daily zu hören, manchmal kann es hilfreich sein, das Buch zu haben, das wir gerade durchgehen. Und das machen wir ziemlich oft. Wir nehmen einige deiner Bücher und gehen sie Kapitel für Kapitel durch. Also, das Buch zu haben, damit sie einfach mitverfolgen können. Gary wird später im Programm erklären, wie Sie ein Exemplar bekommen können, wenn Sie ein Exemplar des Buches Auf der Suche nach Gott und ihn finden möchten. Nun, Dave, das erste Kapitel hat einen interessanten Titel, Die Notwendigkeit von Gewissheit. Nun, wir sind letzte Woche ein wenig darauf eingegangen, aber allein dieser Ausdruck, was meinst du mit der Notwendigkeit von Gewissheit? Nun, Tom, wir können nicht immer Gewissheit haben. Wenn du eine Investition machen willst, oh, das sieht hier nach einem guten Grundstück aus. Lass uns das kaufen. Nun, es kann sich am Ende doch als kein gutes Grundstück herausstellen. Du sollst besser die CC&Rs lesen. Was sind die Bedingungen, die vertraglichen Einschränkungen und so weiter? Oder wie ist die Zonierung? Ich meine, es gibt viele Dinge. Du solltest dir sicher sein, so sicher wie möglich, bevor du hineinspringst und etwas tust. Klar, schon bei alltäglichen Käufen, besonders wenn sie ein bisschen teuer sind, ein Auto, ein Kühlschrank, willst du sicherstellen, dass du nachprüfst, vielleicht Consumer Reports, um zu sehen, dass du etwas von Wert bekommst. Aber es gibt eine Sache, bei der du dir besser sicher sein solltest. Tom, ich weiß, du spielst gern Golf, kommst nie dazu. Nun, mit 5 Kindern bin ich aufs Angeln umgestiegen, Dave. Richtig. Der Unterschied war früher bei mir. Ich mag Golf. Ich habe in den frühen Tagen ein bisschen Golf gespielt, aber ich habe Tennis bevorzugt, weil
Wenn du beim Golf einen schlechten Schlag ins Rough haust oder hinter einen Baum oder so, dann kostet dich das was. Aber wenn du beim Tennis einen schlechten Schlag machst und schnell genug läufst, kannst du dich vielleicht wieder fangen und das Ding wieder ins Laufen bringen. Aber das kannst du nicht, wenn du stirbst. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also, ich denke, darüber solltest du ziemlich klar sein. Du kannst da kein Risiko eingehen. Was liegt dahinter? Ist es das, was du sagst? Ja, du kannst kein Risiko eingehen. Wo wirst du landen, wenn du stirbst? Und ich glaube nicht, dass wir es letzte Woche erwähnt haben, oder? Pascals Wette. Pascal, wenn du weißt, wer er war, ein brillanter Philosoph. Er war ein Christ. Er sagte, schau, er argumentiert mit einem Atheisten. Wenn ich mich mein ganzes Leben lang irre, indem ich Gott folge, und du hast recht, dann ist es zu Ende, wenn ich sterbe. Ich bin tot. Ich habe nicht wirklich etwas verloren. Ich war während meines Lebens sowieso glücklich. Ich habe es geliebt, dem Herrn zu dienen. Und wenn du meinst, das sei eine Illusion gewesen, okay. Aber wenn du dich irrst und du sagst, oh, wenn ich tot bin, bin ich tot, und du bist nicht tot, weil die Bibel wahr ist, nach dem Tod das Gericht. Wow, dann hast du alles verloren. Und so schlussfolgerte Pascal. Nun, ich denke, das ist eine schlechte Wette. Auf so einen Deal würde ich mich einfach nicht einlassen. Du solltest besser sicher sein. Schau, bevor du springst. Richtig. Also, du nennst 3 gegensätzliche Sichtweisen. Wieder, wenn wir über die Notwendigkeit von Gewissheit sprechen. Die Idee, dass ich wirklich sicher sein kann, was nach meinem Tod passieren wird. Aber es gibt 3 gegensätzliche Sichtweisen. Eine hast du gerade erwähnt. Wenn du stirbst, dann ist es das. Der Sarg geht zu, du bist in der Erde und es ist alles vorbei. Nichts. Punkt. Und dann gibt es eine Sichtweise, die sagt, Tod und bedingungslose Annahme ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Existenz. Es ist ein geistlicher Fortschritt. Und das ist es, was manche Menschen denken. Darüber werden wir sprechen. Aber auch ein dritter Punkt ist, auf den Tod folgt eine körperliche Wiedergeburt, die das Leben durch einen fortlaufenden Kreislauf von Tod und Wiedergeburt verbessert. Also, das sind Vorstellungen, die Menschen haben, und wir werden uns die Gewissheit ansehen. Kannst du sicher sein, dass es so ist? Aber lass uns wieder dort ansetzen. Wir haben es erwähnt, wir sind letzte Woche ein bisschen darüber gegangen. Aber lass uns wieder ansetzen bei der Tod beendet alles. Punkt. Warum ist das nicht der Fall, Dave? Nun, wieder, Tom. Ich kann das sehr schnell mit jemandem begründen, der neben mir im Flugzeug sitzt. Materialismus ist tot. Mit anderen Worten, Materialismus, ein Atheist ist ein Materialist. Richtig. Mit anderen Worten, nichts existiert außer Materie. Und das ist alles. Richtig. Ein Urknall, Energie. Sie wissen nicht, woher die Energie kam, sie wissen nicht, was Energie ist. Aber dennoch ist das alles, was sie haben. Also bist du ein Atheist, du hast nichts anderes, also steckst du bei Materie fest. Nun, dann ist dein Körper alles. Das ist alles, was du bist. Nur ein Körper. Ich denke an Francis Crick, Mitentdecker der Sprache der DNA. Er sagte, deine Hoffnungen und Träume und Ambitionen und deine Ehe und deine Bildung und alles, das ist nur eine Illusion deiner Gene. Du bist nur ein Sack Moleküle. Und er nannte dieses Buch The Astonishing Hypothesis. Nun, du fragst dich, warum er es erstaunlich nannte. Weil niemand das wirklich glaubt. Und Richard Dawkins zum Beispiel, ein führender Atheist, wird sagen, nun, das ist kontraintuitiv, aber das sind die Fakten. Und so weiter. Also Materialismus gerät ins Abseits. Du kannst Zweck und Bedeutung und Hoffnungen und so weiter nicht erklären. Gerechtigkeit. Wie viel wiegt Gerechtigkeit? Wie schmeckt sie? Wie riecht sie? Welche Beschaffenheit hat sie? Sie hat nichts. All diese Dinge. Tatsächlich die Dinge, die für uns am wichtigsten sind. Nehmen wir Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger aus Österreich. Er sagte, die Wissenschaft kann dir ein Bild der physischen Welt geben. Sie kann dir etwas über einen Sonnenuntergang sagen. Sie kann dir nicht sagen, warum er schön ist. Aber wenn es um das geht, was am wichtigsten ist, warum bin ich hier? Wohin gehe ich?
Was ist Wahrheit? Was ist Gerechtigkeit? Die Wissenschaft hat auf keine dieser Fragen eine Antwort. Und er sagt, das sind die wichtigsten Fragen. Also wirst du außerhalb der Naturwissenschaften suchen müssen. Also, mein Gehirn denkt nicht, meine Gehirnzellen. Das ist es, was die Atheisten sagen. Er steckt damit fest. Also muss er sehen, nun, wie hat sich das Gehirn entwickelt? Und dann nehmen sie Affen oder was auch immer, und sie versuchen, deren Gehirn zu untersuchen. Oder sie nehmen einen Schizophrenen und versuchen, das Gehirn zu untersuchen. Nein, das Gehirn, und ich zitiere, glaube ich, in diesem Buch einige, vielleicht einen Nobelpreisträger, Sir John Eccles, der sagt, das Gehirn ist wie ein Computer, den ein Geist bedienen kann. Du bist der Geist, der dein Gehirn bedient. Dein Gehirn denkt nicht, es erzeugt deine Gedanken nicht, sonst, nun, ich frage mich, was mein Gehirn zum Mittagessen will. Ich frage mich, ob mein Gehirn will, dass ich an diese Universität gehe oder an jene Universität. Nein, du setzt dich hin und überlegst rational. Du triffst die Entscheidung, okay. Also, wenn dein Gehirn nicht die Entscheidungen und Wahlhandlungen trifft, wer dann? Du bist der Denkende und du triffst die Wahl. Du entscheidest, du aktivierst die Neuronen in deinem Gehirn, damit sie dem folgen, was du tun willst. Wenn du stirbst, ist dein Gehirn tot. Es verrottet. Aber du, der Denkende, du lebst noch. Und du wirst deinem Schöpfer im Gericht gegenüberstehen und Rechenschaft ablegen. Also, Dave, du hast hier eine interessante Formulierung. Ich weiß, du gibst einigen Freunden von uns dafür Anerkennung, aber du schreibst, Gewebe wissen nichts über Fragen. Ja, nun, das ist Martin Bobgun, und das ist ein gut formulierter Satz. Materie ist einfach Gewebe. Wissen Gewebe irgendetwas über Fragen? Aber Fragen sind das, worum es wirklich geht. Das ist es, womit das Leben zu tun hat. Fragen und Entscheidungen und so weiter. Also auch da wieder, Materialismus ist tot. Und ich würde sagen, die meisten Wissenschaftler, außer knallharten Atheisten. Und übrigens, ich denke, die meisten Wissenschaftler sind keine knallharten Atheisten. Zum Beispiel, welches Buch habe ich gerade gelesen? Nun, von einem Atheisten. Ich denke, du würdest darin mindestens 100-mal Gott finden. In diesem Buch. Und dann gegen Ende sagt er, weißt du, wenn ich zurückblicke und darüber nachdenke, finde ich dieses Wort Gott die ganze Zeit darin. Nun, aber er meint nicht den Gott der Bibel. Oder du könntest Stephen Hawking nehmen, das Genie im Rollstuhl, in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit. Stephen Hawking sagt, und das ist eine interessante Formulierung, er ist kein Atheist, das wird er dir sagen. Er ist an diesem Punkt ein Agnostiker. Ich denke, er könnte ein Christ werden. Also, würde ein Agnostiker sagen, nun, ich bin mir einfach nicht sicher. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Idee Gottes. Ich bin nur noch verwirrt darüber. Richtig. Aber in diesem Buch sagt Stephen Hawking, du würdest dich schwer tun, das Universum, so wie wir es verstanden haben, ohne einen Gott zu erklären, der es geschaffen hat. Nun, vielleicht zielt er auf Einsteins Gott ab, denn man muss vorsichtig sein, wenn man diese Leute zitiert. Ich weiß, ich habe Zitate über Einstein gelesen. Er spricht über Gott. Und oh wow, siehst du, er ist auf unserer Seite. Nein, du sollst ein bisschen weiterschauen. Denn Einstein sagt sehr klar, ich glaube nicht an einen Gott, der in unser Leben eingreift, der Pläne für Individuen hat und so weiter. Er würde sich einen Deisten nennen. Was viele der Gründer. Sie würden von Vorsehung sprechen. Und was sie meinen ist, Gott, der alles geschaffen hat. Wir glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Aber was geschah dann? Nun, dieser Schöpfer, der hat die Dinge einfach irgendwie laufen lassen. Es liegt an uns. Klar, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Das ist übrigens Poor Richards Almanac. Ich dachte früher, das sei ein Bibelvers, Dave, bevor ich gläubig war. Also würde ich sagen, du würdest dich schwer tun nun, es gibt nicht viele Spitzenwissenschaftler, die nicht an diese Art von Gott glauben. Und das ist die Art von Gott, an die Stephen Hawking glaubt. Aber das ist nicht der Gott der Bibel, und dieser Gott ergibt wirklich keinen Sinn.
Denn warum sollte Gott, der die Macht hat, das Universum und Individuen darin zu erschaffen? Nun, Sie würden sagen, er hat Evolution benutzt. Es ist das grausamste, ineffizienteste Mittel. Um von hier nach dort zu kommen, musst du so viele Zwischenformen haben. Ich meine, um ein Auge zu bekommen zum Beispiel. Und so wird es nicht funktionieren. Weil ein Auge, das nicht funktioniert, deinem Überleben nicht hilft. Also würde es einfach aussortiert. Natürliche Selektion würde es aussortieren. Aber sie bestehen darauf. Natürliche Selektion würde einfach so viele Körper mit unvollkommenen Augen, unvollkommenen Nasen und unvollkommener Verdauung zurücklassen. Oh, nun, es arbeitet sich dahin vor. Nein, es wäre ein grausamer, ineffizienter Weg und würde Millionen und Abermillionen Jahre dauern. Warum sollte ein Gott? Also das ist es, was ich gegen theistische Evolution habe. Übrigens, Francis Collins. Wahrscheinlich würde man ihn als den größten oder kenntnisreichsten Genetiker ansehen. Er ist Leiter des Human Genome Project, das das gesamte menschliche Genom kartiert. 1 Milliarde Buchstaben. Er ist ein theistischer Evolutionist. Er glaubt an Gott, aber als theistischer Evolutionist hängt er immer noch an der Evolution. Warum sollte Gott, der alles erschaffen könnte, warum sollte er durch diesen mühsamen, kostspieligen Prozess gehen? Dave, irgendwie fällt hier etwas heraus. Du hast Crick vorhin erwähnt, Mitentdecker der Sprache für die DNA. Aber ein überzeugter Atheist. Was ist da passiert? Sprache, Intelligenz. Wie übersieht er das? Und jetzt sprichst du über Francis Collins, der brillant ist. Und doch, was du gerade formuliert hast, etwas sehr Einfaches. Warum sollte Gott uns durch so einen Prozess gehen lassen? Und außerdem, ein Prozess kann keine Sprache hervorbringen. Du bringst einen guten Punkt. Sprache hat Bedeutung. Sie kann nur von einer Intelligenz entworfen werden. Also jedenfalls, Tom, Materialismus ist tot. Wenn du tot bist, bist du nicht einfach tot. Dein Körper ist tot. Aber du bist nicht tot. Und du wirst ewig weiterleben. Im Himmel oder in der Hölle. Richtig. Nun, es gibt noch einige andere Punkte, Dave. Ich denke, sie sind es wert, dass wir sie durchgehen, die du erwähnt hast. Was ist mit dem Gewissen? Wie erklärt Materialismus das Gewissen? Nun, ich kann dir sagen, wie Dawkins es erklären würde. Oder Hitchens, wahrscheinlich 2 der bekanntesten Atheisten da draußen. Sie sind beide brillant. Nun, weißt du, am Anfang, als wir sozusagen aus den Bäumen heruntergeschwommen sind und herauskamen aus Ursuppe. Oh, nein, nein, nein. Das ist viel später als das, Tom, und wir haben irgendwie eine Sprache entwickelt. Wir lebten in kleinen Clans und wir haben entdeckt, ich meine, wenn man einander hilft, läuft es besser. Und das sind keine Moralvorstellungen, das ist einfach in unsere Gene eingebaut, weil wir gelernt haben, dass wenn du freundlich und kooperativ bist, dann funktionieren die Dinge besser. Also ist das alles, und wir können darüber nachdenken und wir können sagen, siehst du, es gibt keinen Gott, du brauchst kein Buch, du brauchst keinen Gott, würden sie sagen. Wir können darüber nachdenken. Nun, Tom, wie du weißt, erklärt das nicht warum. Lass mich ein aktuelles Beispiel geben. Tom, es ist interessant, dass Michael Vick, der da saß und diskutierte. Michael Vick, der NFL-Footballspieler, der jetzt strafrechtlich verfolgt wird wegen... Nun, ich glaube, er ist verfolgt worden. Er ist wahrscheinlich im Gefängnis. Ich bin mir nicht sicher, Tom. Ich habe den Fall nicht weiterverfolgt. Aber jedenfalls, wer saß da? Welche Gesellschaft saß da und diskutierte? Nun, was hältst du von Hundekämpfen und Hunde darauf zu trainieren zu kämpfen? Und der Grausamkeit davon und so weiter. Nein, es war einfach einstimmig. Du musstest keine Diskussion führen. Die ganze Welt hat ihn verurteilt. Er hatte nichts zu seiner Verteidigung zu sagen. Ich meine, es gibt andere Beispiele wie das. Tom, es überrascht mich, weil du die Unmoral in Filmen kennst und in Hollywood. Wir haben den Gouverneur von New York. Ups, geht zu Prostituierten. Moment mal. Und jetzt haben wir seinen Assistenten.
Den Vizegouverneur, der jetzt übernommen hat. Nun, er hatte mehrere Affären und seine Frau ebenso. Nun, da ist ein Sinn für Moral, der in uns allen ist. Und du kannst ihn nicht in evolutionären Begriffen erklären, weil wieder, Gewebe wissen nichts über Fragen. Wie erklären wir es? Die Bibel sagt, Römer 2, Verse 14 und 15. Ich glaube, das sind die richtigen Verse, irgendwo dort in der Gegend. Dass die Heiden, die das Gesetz nicht haben und doch die Dinge tun, die im Gesetz geboten sind. Sie erkennen es und sie klagen einander an oder entschuldigen einander. Sie legen Zeugnis ab von Gottes Gesetz, das in ihr Gewissen geschrieben ist. Also gibt es keine andere Erklärung dafür, Tom. Und dieses Gewissen, glaube ich, wird die Verdammten in Feuersee in alle Ewigkeit quälen. Dave, lass uns diesen Abschnitt beenden, aber auch dieses Thema. Wenn du tot bist, bist du tot. Lass uns es mit Lennons Dilemma beenden. Warum erklärst du das nicht? Wir haben es letzte Woche kurz angesprochen. Nun, Lennon war natürlich ein wissenschaftlicher Materialist. So nannte er sich. Er glaubte nicht an Gott, er war ein Atheist. Aber dann fragt er sich, woher kam diese Idee von Gott? Nun, Lennon glaubte, als Materialist kannst du nicht einmal an etwas denken, das nicht existiert. Woher sollte der Gedanke kommen? Klar, weil alles eine Reaktion ist. Richtig. Stimulus-Reaktionsmechanismen sind das, was wir sind. Nun, wenn du nicht an etwas denken kannst, das nicht existiert, woher kam dann diese Idee Gott? Nun, diese Prediger, sie haben dieses heimtückische Opium der Massen eingepflanzt. Woher hatten die Prediger die Idee? Das war ein Problem. Und ich denke, es ist etwas, das jeder, der uns zuhört, oder das du vielleicht jemand anderem gegenüber ansprechen möchtest. Denk darüber nach. Du kannst nicht. Oh, ich kann mir alles ausdenken. Wirklich. Denk dir eine neue Grundfarbe für den Regenbogen aus. Du kannst es nicht. Woher kommt dann die Idee Gott? Und sie ist allen Menschen überall gemeinsam. Sie mögen sie verdreht haben, aber sie haben dieses Konzept trotzdem.